Ein sicher und leicht zu merkendes Passwort zu erstellen ist gar nicht so einfach. Außer man baut sich eine Eselsbrücke. Wie das geht, zeige ich dir gleich. Hi, Servus, herzlich willkommen auf CBTube. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Chris und heute geht es um sicheres Passwort erstellen und merken. Ein sicheres Passwort muss aus mindestens 8 Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen bestehen. Aber wie soll man sich das merken? Nun, zuerst denkst du dir einen Satz aus, der aus mindestens 8 Wörtern, Zahlen und Sonderzeichen besteht. Aber ich bin mir sicher, du kommst auf mehr als 8 Wörter. Der Satz sollte ganz banal, gut zu merken und alltäglich im Gebrauch sein, der dir quasi immer im Kopf ist. Zum Beispiel, morgens stehe ich um 7 Uhr auf und gehe auf dem Weg zur Schule bei meinem Lieblingsbäcker vorbei. Oder ich, Quenta Breslauer, geboren am 13.03.1995, muss jeden Morgen den Müll raustragen. Du brauchst bestimmt so 3-4 Passwörter, die du täglich für YouTube, Amazon, Facebook und so weiter brauchst. Für YouTube würde das Passwort I groß Q groß B G A 1 M J groß M D groß M R T Ausrufezeichen lauten. Wie habe ich das gemacht? Nun, ich habe, wie du sicher schon gesehen hast, von dem Satz ganz einfach den ersten Buchstaben von dem einzelnen Wort bzw. Datumblock genommen und das Ausrufezeichen dazu, einschließlich Großbuchstaben, so wie du das normal schreibst. Und dieses Passwort setzt du da ein, wo du dich am häufigsten am Tag einloggst, weil es am schnellsten einzutippen ist. Und so kannst du das dann fortführen für das zweite Passwort, den zweiten Buchstaben der Wörter, aber dieses Passwort hätte dann keinen Großbuchstaben. Also machst du es dir zur Gewohnheit oder besser gesagt zu der Regel, immer den ersten Buchstaben vom ersten Wort groß zu schreiben, weil ein Passwort sehr häufig einen Großbuchstaben beinhalten muss. Für Amazon zum Beispiel wäre das dann groß C U R E M 3 U E O E Ü A R Ausrufezeichen. Wenn du nun dein drittes Passwort generierst und ein Wort im Satz nur 2 Buchstaben hat, dann nimmst du immer den letzten Buchstaben von dem jeweiligen Wort, das zu wenige Buchstaben hat. Also wäre das für Facebook dann groß H E E B M 0 S D R N L U A Ausrufezeichen. Du siehst, du kommst so auf ein Passwort von 14 Zeichen, das überhaupt keinen Sinn ergibt. Wenn eine zweistufige Authentifizierung geboten wird, das heißt, dass du deine Handynummer angeben musst, damit du eine SMS bekommst, um zu bestätigen, dass wirklich du das bist. Diese würde ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Für Passwörter, die ich sehr selten brauche, verwende ich ein Adressbuch, wo ich bei dem entsprechenden Buchstaben vom Online-Dienst meine Accountdaten eintrage. Passwörter solltest du nie auf deinem Computer speichern. So, das war's dann mal wieder. Ich danke dir recht herzlich fürs Zuschauen und wenn dir das Video gefallen oder weitergeholfen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Genauso freue ich mich auf einen Daumen oder Kommentar von dir unterhalb des Videos. Pass auf dich auf, bleib vor allem gesund. Tschüss, Ade und ciao, ciao.